Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des NL-Podcasts, wieder mit Michael und Jonas. Hallo. Diesmal sogar mit Kamera. Und heute reden wir wieder auf Deutsch, die nächste Folge dann auf Englisch, dann die nächste auf Spanisch. Und heute reden wir ein bisschen über mich, wer überhaupt ich bin, und danach über das Thema Sprachenlernen, worum es hier natürlich geht. Genau, fangen wir an. Ja, ich bin der Jonas aus dem Schwarzwald, wohne in Berlin, 27 Jahre jung und arbeite momentan nicht. Ich mache gerade eine Pause. Aber bist du Bürgergeld? Schön wär's. Warum bist du in Berlin umgezogen? Ich bin vor fast 5 Jahren nach Berlin umgezogen, weil ich damals ein sehr großer Ukulelen-Freak war. Also Ukulelen sind die kleinen Gitarren. Und ich habe mir damals lange gespart auf eine Ukulele. Und wenn du eine richtige Ukulele willst, dann willst du natürlich eine aus Hawaii haben. Ne? Da kommen die ja her. Und ich bin dann übers Wochenende nach Berlin geflogen und habe mir eine ausgesucht. Also es gibt nur einen Laden in Europa, der hawaiianische Ukulelen hat, und der ist in Berlin. So. Bin ich nach Berlin geflogen, einen Termin gemacht da, mir eine ausgesucht. Es muss natürlich spielen, ist natürlich ein Instrument. Nicht billig, ne? 1200 Euro gezahlt für die kleine Ukulele. Nicht billig, ja. Nicht billig, ne? Hab mir eine ausgesucht, bin wieder zurück in die Heimat geflogen, aber war dann so besessen, so vernarrt darin. Vernarrt, weißt du, was das ist? Ehrlich gesagt, nein. Possessed. Besessen? Besessen, ne? Okay, also vernarrt besessen. Ja. In die Ukulelen, dass ich den Besitzer des Ladens eine E-Mail geschrieben habe und meinte, hey, brauchst du eigentlich noch Hilfe bei dir im Laden? Ist da irgendwie die Möglichkeit, bei dir zu arbeiten? Und er meinte dann so, ja, komm mal rum, wir quatschen noch mal. Bin ich noch mal nach Berlin geflogen für einen Tag und wir haben geredet und er meinte, ja, wenn du willst, kannst du anfangen hier, 2 Wochen. Und ich so, okay, 2 Wochen. Das war vor 5 Jahren, oder? Das war vor 5 Jahren, 1. Juli 2019. Ich bin dann am 1. Juli, dann 2 Wochen später nach Berlin gezogen und hab dann Ukulelen verkauft. Also, wir sind 6 Monate später kennengelernt, oder? Das war Januar 2020. Mhm. Ja. Noch Corona-Zeit. Noch kein Corona. Noch nicht. Nee, ja. Kurz danach hat der Spaß angefangen. Ja. Ja, ich habe dann mein Traum gelebt natürlich. Ne? Also lebe in Berlin, zum ersten Mal zu Hause weg, alleine und verkaufe Ukulelen. Ich habe immer gesagt, ich verkaufe keine Ukulelen, ich verkaufe Spaß und Freude. Nicht? Oder hast du schon mal jemanden traurig Ukulele spielen sehen? Nein, aber ich habe nicht so viele Leute gesehen, Ukulele spielen. Ja, gut. Aber langsam wird es immer mehr im Trend. Also, es gibt natürlich billige Ukulelen, aber es ist natürlich meiner Meinung nach natürlich ein vollwertiges Instrument, aber viele sehen das eher als Spielzeug. Spielzeug? Ja, also nicht als vollwertiges Instrument, weißt du? Okay. Es gibt natürlich diese billigen also ich würde keine unter 60 Euro kaufen. Und sie kommen ursprünglich aus Hawaii, du hast gesagt. Die Geschichte ist eigentlich, also höchstwahrscheinlich aus Madeira. Die Portugiesen haben auch so eine Gitarre mit 4 Saiten. Und sie sind, die Portugiesen waren zuerst auf Hawaii. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Sie sind aber wieder gegangen. Die haben diese kleine Gitarre dabei mit 4 Saiten irgendwie. Und Ukulele heißt auf Hawaiianisch hüpfender Floh. Okay. Ja, weil die Finger sahen so aus, das haben die noch nie gesehen, die Hawaiianer, wie jemand hier diese Gitarre ähnlich spielt.
Und die Finger sahen aus wie so ein Floh, der über die Seiten hüpft. So. Und ja, daher kommt der Name. Und ist natürlich assoziiert, die Ukulele mit Hawaii, gute Laune. Ist natürlich cool. Aber du arbeitest nicht mehr damit, oder? Nein, ich arbeite nicht mehr damit. Das hat Aber dann du spielst noch Ukulele, oder nicht? nicht mehr so viel leider, wie ich will. Keine Zeit, oder? Ja, Zeit schon, aber die Priorität ist woanders. Also irgendwie spiele Gitarre noch, aber auch nicht mehr so viel. Momentan einfach keine Lust, gerade richtig oder so die letzten Jahre. Ich arbeite nicht mehr mit Ukulelen. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen in einem 5-Sterne Superior Hotel in Berlin zum Hotelfachmann und dann auch fertig gemacht und dort noch gearbeitet. Und Ist das besser, als in einem Laden zu arbeiten, oder? also es wird auf jeden Fall nicht langweilig dort. Besser, ja schon, doch. Man lernt viel mehr interessante Leute kennen. Zum Beispiel? Zum Beispiel bin ich mit Barack Obama im Lift gefahren. Oder Im Lift gefahren? im Lift gefahren, ja. Ja, wir haben uns verabredet zum Liftfahren. Was hat der gesagt? Er hat mich nicht angeguckt. Oder ich habe mit Megan Fox telefoniert. Echt? Sie hat Essen bestellt und ich habe das Telefon abgenommen. Das war cool. Ja. Okay. Man in einem 5-Sterne-Hotel ist viel Action, viel Arbeit, aber macht viel Spaß. Weil, Langeweile kennt das Hotelbusiness nicht. Ja. Und ich habe am 1. April aufgehört zu arbeiten dort und gehe am 1. Juli nach Jordanien. Wovor? Ich mache dort eine Weiterbildung, ein Management-Trainee. In Jordanien. In der Wüste, ja. Totes Meer, oder? Am Toten Meer. Ja, am Toten Meer, ja. Direkt am Toten Meer. Ich war noch nie dort. Ich war noch nie in Arabien. Keine Ahnung. Mal sehen. Jordanien ist nicht Arabien, es ist in der Nähe, aber es Ja, es ist Levante, Middle East. yeah. Okay. Ich würde Arabien, ist es jetzt falsch, wenn ich Arabien sage? Ja, das würde ich nicht sagen. Jordanien ist Näher-Osten, Levant, ja, aber nicht Arabien. Arabien ist nur Saudi-Arabien, Jemen und Oman und die UAE. Aber die Leute reden Arabisch dort, ne? Ja, sie reden, aber in Marokko reden sie auch Arabisch, aber es ist nicht Arabien. Ja, klar, ja. Gut. New Yorks berichtet man Englisch, aber es ist nicht England. Nee. Also, ja. Nicht mehr. Das ist, vielleicht sie sagen, dass sie amerikanisch reden, aber ja. Aber wie geht es mit den Sprachen bei der Arbeit? Also dort ist es alles auf Englisch mit den Gästen. Allerdings, ich muss natürlich auch, also ich muss nicht, aber es wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn ich ein bisschen Arabisch könnte. Ja, natürlich. Aber jetzt, welche andere Sprachen sprichst du? Sprechen noch Alemannisch, ein Dialekt. Ganz wichtige Sprache. Also die 5 wichtigste. Sterne Hotel zu arbeiten. Ja gut, wenn die Schweizer kommen, das ist fast wie Schweizerdeutsch und die freuen sich natürlich. Aber sonst natürlich benutze ich es nicht. Und Englisch spreche ich noch und Spanisch, mehr oder weniger. Französisch auch, oder? Mittlerweile ein bisschen Französisch, ja. Es geht, ja. Das geht. Ja. Ich spreche nicht so viel wie Michael. Aber bald. Nein, aber Bald. bald, ja. 2-3 Monate wirst du gut sprechen, ne? Auf jeden Fall. Also diejenigen, die unsere letzte Folge gehört haben, wissen ja, wie es weitergeht hier mit den Sprachenlernen und unsere Ziele. Also ich freue mich. Ja, wenn du nicht mehr in Urlaub bist, machen wir echte ernste Challenges mit Sprachen. Und, Echte Ernst. ja.
lernen wir schnell. Ja, ich bin gerade im Urlaub übrigens. In 3 Monate bin ich jetzt ein bisschen am Rumlungern in Spanien. Seit 2 Monaten jetzt schon fast. Erst in Marbella 1 Monat und jetzt in Donostia, San Sebastian. Ja, wir sind gerade in der Universität Deusto. Nicht Deusto, als die Deutschen sagen. Es ist nicht Deusto. Ja, die korrekte Aussprache ist Deusto. In San Sebastian, in Baskenland, im Norden Spanien. Wo ich Forschung über Sprachenlernen mache. Forschung. Ja, ja. Was forschst du denn? Wie man Sprachen schneller lernen kann. Was gibt es denn da? Hast du da was, ein paar, was braucht man denn, Michael, was braucht man denn, um eine Sprache zu lernen? Man muss, also um eine Sprache verstehen zu können, man muss 3 Sachen lernen. Grammatik, Vokabeln und die Aussprache. Und das effektivste dafür ist, Vokabeln zu erlernen mit Assoziationen und viel zu hören. Und in Kontext lernt man die Grammatik einfach. Und das ist nur zu verstehen. Natürlich, um besser zu sprechen, muss man mehr sprechen. Und dafür muss man auch 3 Skills, Fähigkeiten entwickeln. Und das sind fließendes Sprechen, also schnell denken zu können in die Sprache und in der Lage sein zu sagen, was du sagen willst. Und dann Präzision, mit weniger oder wenn möglich ohne Fehler zu sprechen. Ohne Fehler, 100% ohne Fehler, es ist schwer, aber ja. Ist das überhaupt möglich? Vielleicht nicht. Man kann es probieren, ne? Ja. Du kannst es versuchen. Und der letzte ist die Aussprache natürlich. Die Aussprache muss man lernen, beide um die Sprache verstehen zu können und auch die Sprache gut zu sprechen. Also das sind die Bausteine, die man braucht. Und es gibt für jeder Baustein, es gibt 1 oder 2 Techniken, die effektivsten sind, wenn man es schnell lernen möchte. Was ist es denn? Zum Beispiel, welcher Baustein, Fähigkeit? Für die Aussprache. Die Aussprache, viele Sätze hören und wiederholen. Das ist die gleichen Sätze. Man nimmt 100, 1000, 500 Sätze und man hört und wiederholt sie weiter und weiter, bis die Aussprache gut ist. Also ich rede mit mir selber. Dann. Ja, das ist meiner Meinung nach. Und das ist meiner Meinung nach viel wirksamer als mit Muttersprachler so sprechen zum Beispiel. Und noch effektiver als mit anderen Nicht-Muttersprachlern zu sprechen, wie viele Leute machen. In Berlin zum Beispiel habe ich gesehen, diese Meetups, ich habe viele davon besucht. Und wir sind in einer von diesen kennengelernt, oder? Aber du warst der einzelne Muttersprachler. Ich war der einzige Deutsche. Ich war der König dort. Ja. Jeder wollte mit mir sprechen. Ne? Aber es war nur Russen und Syrer und Türken und Spanier und Griechen und Inder. Ja, und aber wenn wir alle miteinander auf Deutsch sprechen und reden, wir üben ein bisschen. Also und je mehr du übst, desto fließender du wirst sprechen. Das ist korrekt. Aber auch man lernt die richtige Aussprache nicht. Ja, und wenn man viele Fehler macht, dann niemand korrigiert es. Aber wenn du richtige Sätze mit Muttersprachler Aussprache hörst und wiederholst die ganze Zeit, du wiederholst ganze Sätze, die korrekt sind. Also
den richtigen Sätze. Also du lernst im vollen Sätzen sprechen. Du musst nicht darüber du musst nicht darüber denken, wie man die Sätze so formiert, und dann auch die Aussprache ist korrekt und auch die Grammatik und alles ist korrekt. Das ist das Beste. Das Hören und Wiederholen allein zu Hause ist das beste Training. Schnell deine Sprechfähigkeiten zu verbessern. Und denkst du, jeder Baustein ist gleich wichtig? Alle sind wichtig, aber manche wichtiger als andere. Zum Beispiel die Grammatik. Ich würde nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber es ist nicht als wichtig als die Vokabeln. Wenn man genug Wörter weiß, dann man versteht mehr oder weniger, worüber es geht. Ja. Aber wenn, und das ist ein Fehler, die alle die Sprachschule machen. Man lernt ständig mehr und mehr Grammatik. Es ist auch sehr langweilig. Es ist auch sehr langweilig, aber auch oder nicht, auch nicht viel wirksam. Also nein, wenn du die Grammatik weißt, aber die Vokabeln nicht, egal, du willst nichts verstehen und du willst auch nicht sprechen zu können. Ja, also stimme ich nur zu. Ich lerne nicht erst die Musiktheorie und dann fange ich an, Gitarre zu spielen oder Ukulele. Ich fange an, Ukulele zu spielen und dann kann ich die Theorie lernen. Natürlich, wenn du also hören und lesen ist, besonders hören ist das Wichtigste, um besser zu verstehen und auch mehr Wörter zu lernen, die Grammatik im Kontext zu lernen. Aber wenn man kein Wort weiß, dann ist auch das Hören ist nicht effektiv. So, man muss Wörter erlernen und dann hören. Was denkst du, spielt die Musik hören eine gute Rolle? Also ist gut? Ich war in Vergangenheit, dagegen, aber jetzt, weil man spricht nicht wie man singt. Ja, genau. Ja. Aber ich würde sagen, dass es besser als andere Methoden ist. Es ist natürlich besser als, sagen wir, Duolingo oder Grammatikübungen. Ja, Duolingo, das kann ich nicht. Ich hasse das, ehrlich gesagt. Rein Zeitverschwendung. Ja, wir haben das ja letztes Mal schon angesprochen. Ja, ihr redet ständig überall, aber... Michael schimpft den ganzen Tag über Duolingo. Ja. Meine Duolingo-Rants sind bekannt geworden. Er wird schon auf der Straße angesprochen hier in San Sebastian. Ja, du bist doch der Duolingo hasst, oder? Der Duolingo-Hasser. Ja. Ein Spaß. Jederzeit, wer sagt, ich lerne auch diese Sprache. Ich mache Duolingo jeden Tag. Alter. Wenn ihr nur nur eine Empfehlung erst nimmt, hier ist kein Duolingo, es ist rein Zeitverschwendung. Machen Sie das bitte nicht. Aber ich weiß es nicht, es ist so beliebt. Es sind so viele Leute, Millionen, die es nutzen. Ich glaube, und das verteidigen auch in Comment-Sections und alles. Aber ja, wir können auch mal eine ganze Folge über Duolingo reden, warum das nicht funktioniert. Das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich schreiben. Ich habe aber eine andere Frage. Was meinst du denn jetzt die Entwicklung mit der AI, mit der künstlichen Intelligenz? Künstliche Intelligenz. Die Frage ist, dass sich das jetzt in der nächsten Zeit so verbessert, dass es Apps gibt, du musst nur reinreden und es kommt die perfekte Übersetzung in einer anderen Sprache raus. Bedeutet eigentlich dann, ich muss gar keine Sprache mehr lernen, oder? Ja, aber wenn du theoretisch nicht, aber dann in einem Bar mit anderen Leuten kennengelernt hast, willst du das tun? Willst du der Nerd sein, der das macht? Ich nicht. Ja, also,
oder in ein Arbeitsmeeting mit Kunden oder es sieht nicht gut aus. Nein. Also ich hatte auch mal eine Anekdote aus dem Hotel, das war mal ein Japaner an der Rezeption und er hatte so ein Gerät, weil er konnte kein Englisch, also nur Japanisch und keiner von uns konnte Japanisch, so er hat da reingeredet und es kam dann raus, kam raus irgendwie, ich möchte den Müll suchen am Hauptbahnhof. Also es hat keinen Sinn ergeben, so richtig. Was will er jetzt? Was habt ihr gemacht? Ich habe gesagt, es gibt keinen Sinn und er hat nochmal was gesagt, aber dann irgendwie, es kam nur Nonsens raus. Es war ein Gerät, es war kein Handy, das war irgendwie ein extra spezielles Gerät dafür. Okay. Gibt es das schon, ne? Ja, Japan gibt's doch alles. Ja. Aber tun sie das nicht. Aber jetzt gibt es ja die Chips, das heißt, es gibt diese Chips im Gehirn, also diese Computerchips, die man sich da, ich glaube, es gibt den ersten Menschen schon, der sich so einen Computerchip ins Gehirn eingepflanzt hat. Könnte es nicht auch? Nein. Hm? Die einzigen Chips, die ich richtig gut finde, sind Fish and Chips. Diese Art von Chips, nein. Und ich habe etwas gehört, dass Elon Musk, ist das eine deutsche Nachname, Musk? Gute Frage. Kommt der Südafrika, kommt daher, ne? Ja, er wollte ein Chip entwickeln, das in dein Gehirn geht. Wie heißt das? Es hat einen Namen. Neuralink. Neuralink, genau. Ja. Aber würdest du etwas Ähnliches, würdest du das vertrauen? In dein Gehirn mit, Nein, natürlich nicht. Ich denke, also es würde jetzt es wird, du kannst damit Querschnittsgelähmten viel zu viel Vertrauen in Technologie und all diese Technologie-Gurus. Nein. Ja, es ist ja wie in meinem Körper geht nichts. Kein Elektro. Kein Chip unter die Haut. Das so, Bill Gates hat uns doch sowieso schon alle mit der Impfung das unter Kontrolle, ne? Darüber noch ein Chip ist nicht so schlimm. Ein oder zwei macht jetzt keinen Unterschied. Aber ja, also ich bin da der gleichen Meinung. Fangen wir jetzt mit dem Verschwörungstheorien. Sprachenlernen ist ein Mythos. Ja, wir würden nicht gecancelt werden. In unserer zweiten Folge. Also ja, aber um das abzuschließen, ich bin da der gleichen Meinung wie du. Ich denke, dass es ja auch ein Interesse an der Kultur, an dem Land, wenn ich eine Sprache lerne. Und es ist natürlich Arbeit, die Sprache zu lernen, keine Frage, aber es macht ja auch Spaß, den Progress selber zu sehen, dass man besser wird. Und am Ende, ja, es ist was anderes. Es ist immer noch von Mensch zu Mensch. Es ist viel besser wie online oder irgendwie mit einem Gerät oder so. Der Mensch möchte mit dem Mensch sprechen, nicht mit einer Maschine. Das glaube ich. Ja. In Zukunft auch. Kennst du weißt du, was Nelson Mandela gesagt hat über, wenn du jemandem eine Sprache, der er versteht, sagst, er spricht, das geht zu seinem Kopf, aber wenn du etwas in seiner Muttersprache sagst, das geht zu seiner Herz. Hat er schön gesagt. Ja. Aber ja, also ich denke, er hat recht. Es ist immer, es ist auch ein Zeichen von Respekt, oder? Ja, natürlich. Also Respekt und Interesse. Interesse auch, ja. Also Respekt, würde ich sagen, wenn man in dem Land lebt. Ja, nicht Englischsprecher immer lieben es, wenn jemand die ihre Sprache lernt. Ja. Das ist immer gut. Ja, also die Menschen, die sagen, dass man wird so die Sprachenlerner nicht brauchen, weil wir Chips und Translator-Apps und künstliche Intelligenz und so weiter haben, sind Nerds, die nichts über menschliche Natur, sie wissen nicht über menschliche Natur.
glaube ich. Ja, Theoretiker, die waren noch nie draußen. Und haben noch nie Spanisch auf spanischem Bier bestellt. Genau. Ja, das wäre jetzt aber eine gute Überleitung zu meiner zweiten Frage. Ist es denn, weißt du, nicht einfacher, wenn wir alle Englisch reden würden? Also Einfacher wäre es, aber besser, das würde ich nicht sagen, weil was würdest du aufhören, Deutsch zu sein und Teil eines globales Kulturs, die englischsprachige Kultur, wir alle gleiche, würdest du, nein, niemand will das. Außer wenige, es gibt Menschen, die das wollen, aber meiste Menschen wollen nicht aufhören, ihre Sprache zu sprechen. ja, natürlich geht natürlich auch die Kultur damit verloren und die Genau. die Identität natürlich auch. Also ich bin Baske, aber ich spreche kein Baskisch. Es gibt viele, aber Aber das ist ist also besser, die das ist Sprache besser, wenn du macht ja sprichst. der größte Teil der Ja. Identität aus. Also von dem gesehen, was wie man denkt und wie man spricht, ist ja dann eine andere. Also ich glaube, also das ist meine Theorie, meine kleine Verschwörungstheorie. Was für eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, du hast ja, jede Sprache hat eine andere Melodie, eine andere Wörter. Das ist wie mit der Musik. Höre ich traurige Musik, dann werde ich eigentlich traurig, die Stimmung. Aber höre ich fröhliche Musik, werde ich eigentlich fröhlich so. Und jetzt, wenn ich Englisch rede, dann komme ich in einen anderen Zustand und denke vielleicht ein bisschen anders, wie wenn ich jetzt Deutsch rede, den ganzen Tag Deutsch denke, Deutsch rede oder Spanisch denke und Spanisch rede die ganze Zeit. Das ist ja auch die Musik, also du hast ja andere Wörter, andere Klänge, anderer Satzbau und das macht ja auch was mit deinem Denken, weißt du? Der denkst ja dann auch anders und dann handelst du ja auch anders. Ja, du hast recht. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, Sie haben vollkommen recht. Vielen Dank. Ja. Sollte ich vielleicht mal forschen darüber. Ja, die Auswirkungen Man könnte darüber forschen, ja. Ich habe einen TED-Talk gesehen, da hat eine Spanierin hat darüber geredet, glaube ich, war das, ja, weil Spanisch ist El Puente und auf Deutsch ist es die Brücke, also Ja. Spanisch ist Oder maskulin. Die Sonne. Ja, genau. El Sol. Aber warum? Also, Keine Ahnung. ne? Es muss ja irgendwie, als die Deutschen sehen die Sonne mehr als feminine Eigenschaft, die Spanier mehr maskuline Eigenschaften. Ja. Und ja, in Aber in Französisch, Portugiesisch, Italienisch, alle lateinische Sprachen ist es immer ähnlich mit Spanisch. Das ist auch der Ja, Le Soleil. Es ist vielleicht ganz einfach, dass die Sprachen so entwickelt sind und das ist alles. Es ist vielleicht manchmal es gibt Sachen, die sind ganz einfach wieso und man muss nicht viele Erklärungen suchen. Erklärungen. Ja, man muss jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein, man muss es nicht suchen, das Problem suchen, wenn es keins gibt. Aber ja, nee, so viel dazu. Da sollte man. Kennst du No le busques cinco pies al gato auf Spanisch? No le busques cinco, genau. Kann ich nicht. Wer nicht sucht, der würde. Ja, suche 5 Füße in einer Katze nicht. Also. No le busques cinco. No le busques cinco pies al gato. Ah, pies al gato. Okay. Ja. Kenn ich nicht. Das hörte man nicht heutzutage. Vielleicht heutzutage gibt es Katze, die 5 Füße haben. Ja, sicher. In Berlin sicher, es gibt sogar. Aber es gibt Menschen, die sich identifizieren als also, 5 Katzen für 5 Beine. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben mehr Fragen, oder? Wir haben mehr Fragen. Die nächste Frage war Sprachenidentität. Was hattest du noch aufgeschrieben?
Tipps? Drei Tipps. 3 Tipps. Hast du 3 Tipps? Hast du 3 Tipps für Für mich? Leute, die... Ich mag da jetzt ein bisschen Deutsch reden. Ja. Hast du 3 Tipps für mich, die ich heute jetzt sofort direkt umsetzen kann? 3 Tipps abzunehmen oder 3 Tipps wofür? 3 Tipps, um eine Sprache und die Sprache besser zu lernen. Um eine Sprache besser zu lernen. 3 Tipps Okay, für heute. das ist ganz einfach. Anzufangen, jeden Tag Podcasts oder YouTube zu hören. Das ist wichtig, extrem wichtig. Jeden Tag muss man die Sprache hören. Die zweite ist Vokabeln zu erlernen mit Assoziationen. Also man nimmt die Scripts von den Podcasts, YouTube-Videos und so weiter und alle die Wörter, die man nicht kennt, assoziiert man mit, erlernt man mit Assoziationen. Ich habe viele Tutorials dafür. Das ist das beste Methode, um viele Wörter schnell zu lernen. Wenn man Wörter damit erlernt und die Sprache jeden Tag hört, versteht man die Sprache schnell. Und die dritte wäre es Sätze hören und wiederholen jeden Tag. 100 Sätze, 200 Sätze, ganz einfach die ganze Sätze hören und wiederholen. Wieder und wieder. Das ist das Wichtigste, das Effektivste. Es macht nicht Spaß, aber es ist das Effektivste, besser zu sprechen, schnell. Okay, also kann ich jetzt, gibt es auf YouTube, glaube ich, diese Videos, die interviewen die Leute auf der Straße in der Sprache mit Untertitel und auch mal auf Englisch. Ja, es gibt viele. Easy Spanish, Yeah. heißen die? Ich kenne die Leute sogar von Easy German. Die waren öfters mal bei dem Meetup. Hab ich Echt? die getroffen, ja. Okay. Die sind aus Berlin. Also was heißt kennen, ich öfters mal gesehen da, ne? Mit ihrer Gruppe waren sie da auch bei dem Meetup, ja. Ich glaube den Sprachen-Meetup, bei dem Deutsch Learning German Meetup. Okay. Und die Videos sind eigentlich ganz gut, weil sie interviewen die Leute auf der Straße, dann sieht man die Untertitel in der Muttersprache und dann nochmal auf Englisch. Und da kann man perfekt lesen, wiederholen, anhören und nochmal hören, ob man es auch richtig ausgesprochen hat. Ne? Ja. So wie du sagst, also das ist sehr effektiv. Das Effektivste, ja. Ja, perfekt. Also enden wir die Folge heute, jetzt? Kurz und knackig, würde ich sagen, ja. Ja. Nächste Folge wird dann über Duolingo geschumpfen. Ja, in ein paar Wochen werden. Ja. Das wird Spaß machen. Ich bereite vor, eine 2 Stunden lang Rant über Duolingo. Wir müssen vielleicht diesen Vogel kaufen, diesen Stoffvogel. Ja. Mit ihm schimpfen. Alles klar, Michael, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Ja. Na? Ja, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.